Hallo und herzlich willkommen zu Update 254 hier aus meiner Lego-Stadt, aus der Brickworld. Und heute geht es wieder zum Bahnhof und heute wird der Tag kommen, an dem wir die Fassade des Bahnhofs fertigstellen, hier hinten, und damit einen großen Schritt auf dem Weg zur Fertigstellung des Bahnhofs hinter uns bringen werden. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und freut euch ebenso wie ich auf die ganze Geschichte heute. Und tatsächlich ist das Ganze heute nur möglich, weil es die Post tatsächlich noch geschafft hat, eine Lieferung an frischen neuen Steinen hier zu mir zu bringen. Und zwar ganz viele Modified Bricks und ganz viele Tiles noch. Ohne die würden wir heute tatsächlich es nicht schaffen, das Projekt hier abzuschließen, also die Fassade abzuschließen noch dieses Jahr. Damit ist mein großes Ziel auch erreicht heute, dass ich die Fassade des Bahnhofs tatsächlich noch in diesem Jahr schaffe. Und ich kann es selber, glaube ich, noch gar nicht richtig glauben, dass tatsächlich dieser Schritt heute fertig wird. Ihr seht jetzt, wie wir jetzt anfangen, im rechten der noch fehlenden Module die obere Reihe fertig zu bauen. Da fehlt noch ein bisschen was. Da habe ich jetzt erstmal die beiden Reihen mit den Modified Bricks und dann die Verkleidung mit den Tiles angebracht. Jetzt wird oben aufgesetzt, wo gleich noch die Fenster dran kommen. Das heißt, in dem Modul werden jetzt von den kleinen Fenstern in der oberen Etage 5 Stück kommen. Dazu bauen wir jetzt erstmal hier diese kleinen Türmchen aus den Round Bricks auf. Ihr seht schon, dass jetzt links und rechts jeweils 2 Fenster nebeneinander sein werden, in der Mitte nur ein Fenster. Und das Ganze wird jetzt aufgefüllt mit den Modified Bricks, die dann auch nochmal verteilt werden sozusagen. Und auch das war wieder nur möglich, weil ich nochmal die Lieferung bekommen habe. Sonst wäre es ein bisschen knapp geworden. Auch ohne die Lieferung hätte ich es auf jeden Fall nicht geschafft, das Projekt, also diesen Teil des Projekts abzuschließen. Ihr seht jetzt auch die Teils dran kommen. Man sieht auch hier jetzt wieder, dass wir in der Mitte eine ungerade Zahl haben. Deshalb müssen wir da gleich nochmal mit einmal einer Teils an die ganze Geschichte ran. Und wenn wir hier alles mit Teils bedeckt haben, kommen hier gleich noch die Bögen drauf, wo dann gleich im nächsten Schritt die Fenster dahinter gesetzt werden. Das sehen wir jetzt hier gleich noch. Vorher kommt aber noch die innere Wand dazu. Das habe ich schon mal vorbereitet. Da habe ich die ganzen Elemente schon mal vorgebaut, damit das Ganze jetzt hier schneller geht. Ich stehe auf dem Tisch. Der Tisch ist natürlich so stabil, dass ich da locker hinten drauf stehen kann. Und beim Thema Fenster, ihr kennt die riesen Box hier mit den 1x2er Fenstern. Insgesamt übrigens 1168 Scheiben mit Rahmen, die hier heute insgesamt dann in der Fassade stecken. Das ist eine unglaubliche Menge. Das habe ich einfach mal ausgerechnet, weil ihr gerne auch mal Zahlen haben wollt. Und so sieht es aus. Der erste Abschnitt ist jetzt fertig oben. Und insgesamt, wenn jetzt die anderen beiden Abschnitte noch fertig sind, haben wir 1168 Scheiben mit Rahmen in diese braunen Rahmen verbaut. Also nur die in der Fassade, es sind nicht die Türen drin, es sind nicht die ganzen Fensterscheiben im Inneren drin. Und es sind 1168. Und allein die, ich habe es mal ausgerechnet, mit den Preisen, die ich im letzten Monat gezahlt habe, kosten ungefähr 200 Euro nur für die Scheiben. Also weiter ausrechnen habe ich noch gar nicht, will ich glaube ich auch noch gar nicht. Also man kann sich ein bisschen wahrscheinlich jetzt langsam überlegen, wie viele Steine hier drin stecken. Das heißt, die 1168 müsst ihr nochmal 2 nehmen, denn ja Scheibe und Rahmen sind ja getrennte Teile. Seht inzwischen im Speedbild hier, dass wir im nächsten Teil angekommen sind. In dem Teil gibt es die schmaleren Fenster. Das heißt, wir bauen jetzt nur 3 Fenster ein. Gleiches Prinzip wie gerade eben schon. Nur, dass wir jetzt deutlich mehr Fläche haben, die mit Modified Bricks hochgemauert wird und dann eben auch mit Tiles bedeckt wird. Auch hier sehen wir gleich wieder, dass auch hier wieder ungerade Zahlen entstehen. Das heißt, auch hier müssen nochmal einmal einer Tiles gleich zum Einsatz kommen. Wenn wir jetzt hier alles weiter verteilen, mal schauen, ob ich vielleicht demnächst nochmal ausrechne, wie viele an diesen Teils ich hier eigentlich verbaut habe in der Außenfassade. Also es sind tausende Stück auf jeden Fall. Es ist unglaublich viel und ihr seht jetzt einfach, wie das Ganze jetzt wieder von innen weitergemacht wird. Auch hier in dem Fall kommen jetzt wieder die großen vorbereiteten weißen Elemente rein, dazu die Fensterscheiben und dann wird am Ende nochmal eine Reihe mit Plates oben drauf gebaut, damit wir eben auf die Höhe kommen, wie wir auch bei den anderen Modulen sind. Und damit haben wir dann die Höhe erreicht, wo jetzt das Dach im Prinzip draufkommen kann. Ich muss mir dann, wenn ich soweit bin und überlegt habe, wie genau ich das Dach baue, dann wird dann nochmal 1, 2 Bricks Höhe dazukommen, um die ganze Konstruktion einzubauen, auf der das Dach dann aufliegen wird. Aber so sieht es jetzt aus. Ihr seht 2 Lücken geschlossen. Jetzt fehlt nur noch hier dieser Bereich, wo ich schon mal angefangen habe. Aber bevor ich das jetzt hier weitermachen kann, ist mir aufgefallen, dass ich ja da unten, wir gehen gleich mit der Kamera ein bisschen weiter nach unten,
ich ja doch die Tür neu bauen muss. Die ist ja beim Umzug kaputt gegangen. Außerdem habe ich auf der anderen Seite, auf dem anderen Flügel, das Ganze nochmal ein bisschen umgebaut gehabt. Das heißt, ich müsste hier nochmal umbauen. Und das machen wir jetzt erstmal als nächstes. Dazu müssen wir erstmal hier innen drin die inneren Elemente rausnehmen. Da kann man jetzt auch mal die Zeit nutzen und auch heute mal hier in den Shop reinschauen, in den man eher nicht so oft reinschauen kann. Und zwar ist hier mit dem grünen Boden, dort hinten seht ihr den Laden, der ja, Handys repariert, verkauft, und hier seht ihr das obere Modul, da ist der Candy Shop noch hinten drin, auch den sieht man eher selten richtig gut, ist ein kleinerer Laden, wo es eben einfach so Süßigkeiten gibt. Und hier seht ihr jetzt, dass ich schon mal angefangen habe, hier ein bisschen abzubauen, damit ich hier reinkommen kann, um unten eben die Fenster einzubauen, und die Tür ist inzwischen schon geschehen, und auch hier die obere Reihe an Fenstern, die ist ein bisschen umgebaut, parallel zum anderen Ding. Ihr seht hier, dass hier eigentlich ein Löwenkopf hingehören müsste. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich noch einen habe, beziehungsweise einen bestellt habe. Ich finde ihn nicht, er ist nicht da, keine Ahnung. Ich habe jetzt mal dieses Ersatzelement eingebaut, das ich auch relativ einfach wieder ausbauen kann, und auf den ersten Blick fällt es auch gar nicht so auf. Auf jeden Fall muss da nochmal ein Löwenkopf rein, aber ansonsten würde ich sagen, das passt jetzt erstmal. Ihr seht jetzt hier die allerletzten Elemente, die hier reinkommen, um die Fassade des Bahnhofs fertig zu setzen. Auch hier fehlen jetzt nur noch 3 Fenster. Die Bögen sind drin, jetzt kommen die letzten Teils ran. Und das nähern uns jetzt in großen, großen Schritten der Vollendung der Außenfassade. Ich bin wirklich glücklich, dass wir so weit gekommen sind. Auch noch dieses Jahr. Ihr seht jetzt hier, die letzten Elemente innen an der Innenwand werden hier jetzt reingesetzt. Da sind ja auch langsam die Steine ausgegangen. Also auch das ist jetzt hier ganz knapp gewesen, dass das heute noch geklappt hat. Und jetzt kommen die letzten ja, Teile oben drauf. Zweimal 6er Plates kommen jetzt hier drauf. Und auf der anderen Seite nähern wir uns jetzt auch gleich noch der ganzen Geschichte noch ein bisschen umsetzen, damit das Ganze auch stabil ist, so maximal stabil wie es geht. Und gleich kommen die allerletzten Steine. Hier nochmal eine Plate, noch eine 4er Plate, und jetzt seht ihr gleich in der Kamera diese 1x2er Plate. Das ist das allerletzte Element, um die Fassade abzuschließen. Und das ist jetzt der Moment, die Fassade ist fertig. Und so sieht es aus. Ich bin wirklich sehr, sehr glücklich damit, dass das jetzt doch noch geklappt hat dieses Jahr. Und ich finde, es sieht tatsächlich nochmal ganz anders aus, wenn jetzt die ganze Fassade fertig ist. Es wird nochmal ganz anders aussehen, wenn natürlich das Dach oben drauf kommt. Aber ich bin einfach zufrieden und glücklich, dass es tatsächlich geklappt hat. Dieses, ja, ich sag's nochmal, ein bisschen größenwahnsinnige Projekt vielleicht. Es sind hier locker 6-stellige Steinzahlen inzwischen drin. Ich schätze mal über 200.000 Steine, ganz sicher. Aber anderes Thema, ich habe nochmal Post bekommen, und zwar schreibt mir: Frohe Weihnachten dir und deiner Familie, vielen Dank für die vielen Videos, und ich habe diese tolle Tasse bekommen. Schaut euch die mal an. Man sieht hier sehr schön, die ist extra graviert für mich, hier, wie ich wahrscheinlich das darstellen soll, davor stehe und hier an der Stadt baue. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ein anderes Thema, das immer wieder angesprochen wurde, ist eine Packstation. Vor allem Fabulous TM hat da immer wieder angesprochen. Und hier extra für dich und viele andere ist hier jetzt eine Packstation. Habe ich jetzt ein bisschen, ja, mal zusammengebaut, wie sie hier reinpasst. Und ich habe sie jetzt dort platziert, weil ich dachte, das ist eine ganz schöne Stelle. Da habe ich einfach das Beet ein bisschen aufgebrochen und hier reingebaut an die Fassade des Gebäudes. Und oben drauf seht ihr noch ein kleines Eichhörnchen. Mal schauen, ob ich das drauf lasse. Ich fand es eigentlich ganz nett. Noch eine weitere Figur ist hinzugekommen, die hier gerade hier ein Paket abholen möchte. Und ich finde, das ist eine ganz nette Stelle. Eigentlich auch dadurch, dass es ein bisschen nach innen gesetzt ist, steht das jetzt auch nicht so im Weg. Die Leute haben da noch ein bisschen Platz. Und hier ist die Packstation. Ich hoffe, all denen, die eine Packstation haben wollten, freuen sich jetzt. Es kommen sicherlich vielleicht noch ein paar andere Packstationen irgendwann in mittelferner Zukunft rein. Und zum Abschluss schauen wir uns jetzt nochmal an, wie das Ganze hier aussieht. Nochmal ganz, ganz ruhig zum Ende. Und dieses Projekt hat einen großen Schritt heute gemacht. Jetzt noch zur Weihnachtszeit, noch in diesem Jahr. Ich sehe jetzt unten eingeblendet, wie es am Anfang des Videos aussah. Auch das ist eine Sache, die gesagt wurde, dass das eine schöne Idee ist, wenn man am Ende nochmal sieht, was sich alles getan hat. Und in den nächsten Updates, im nächsten Jahr auf jeden Fall, müssen wir dann mal weitermachen, hier hinten, abgesehen vom Bahnhof selber weiterzubauen, auch hier die Bahnsteige. Wir haben ja hier schon ein bisschen angefangen, wie ihr hier sehen könnt, die Bahnsteige anzufangen. Und das ist ein Thema, das auf jeden Fall in der ersten Hälfte 2023 auch eine Rolle spielen wird, damit wir hier hinten einfach mal weiterkommen. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für alles. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld und tschüss.